Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute brandneu aus dem Hause Pulsar das Axion XM30 und das XM38 hier bei uns. Thermalsichtgeräte sind ja immer interessanter in letzter Zeit, gerade für die Jagd, für Law Enforcement, für Aufklärung, Beobachtung, Beschattung, alles, was man sich nur vorstellen kann. Pulsar ist an uns herangetreten und hat uns gefragt, ob wir nicht die neuen Geräte Axion XM30, XM38 testen wollen. Die sind brandneu auf dem Markt, also die erste Serienproduktion haben wir jetzt quasi in unseren Händen weltweit. Richtig coole Sache das. Haben wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall, ist ein spannendes Thema. Das XM30 und XM38 kommen hier in diesen schicken weißen Verpackungen. Wir machen es jetzt mal auf und schauen mal, was wir so da drin haben. Da haben wir zum einen hier Manual in 6 Sprachen, Garantiekarte, Garantie 3 Jahre, by the way. Dann haben wir hier natürlich das Gerät selbst, das lasse ich jetzt erst nochmal verpackt. Hier in dieser Box, die noch dabei ist, habt ihr einmal ein Ladegerät für 2 Akkus. Natürlich der passende Stecker und das USB-Kabel. Das Gerät selbst kommt hier in einer Nylontasche mit Tragegurt. Die Tasche ist nochmal unterteilt. Wir haben innen drin nochmal ein Fach für ein Linsentuch und nochmal einen zusätzlichen Einschub, wo ihr nochmal die zweite Batterie oder einen zweiten Akku reinpacken könnt. So sieht das aus, das Pulsar. Ist ein sehr handliches Gerät, also ihr seht ja hier in meiner Hand, es ist wirklich nur das Objektiv und das Okular, was raussteht. Der Rest ist in meiner Hand verschwunden und ich habe jetzt nicht gerade große Hände, also es ist wirklich ein sehr, sehr handliches Gerät. Ihr habt hier diese Trageschlaufe, die ist übrigens beidseitig anlegbar, also ihr habt hier am Gerät selbst vorne und hinten einen Anschluss, wo ihr die Schlaufe durchbringen könnt und dann entsprechend für die Bedienung entweder mit rechts oder mit links könnt ihr das dann auf die andere Seite legen. Größenverstellung hier, Klett aufmachen, Schiebregler weiter und enger machen, Klett wieder zu und damit passt auch jede Hand da durch, könnt ihr das Gerät auch nicht verlieren. Der mitgelieferte Akku ist ein 3200 mAh Akku, runde Form, wird von hinten in das Gerät eingeführt. Geht auch nur in eine Richtung, also ihr könnt hier, wenn ihr jetzt versucht das so einzuschieben, das passt nicht. Es geht wirklich nur so, dann wird es eingedrückt und dann hört ihr es leicht rasten und damit sitzt der Akku fest. Ihr habt an der Vorderseite des Gerätes hier einen Push-Button. Wenn ihr den drückt, ich drücke das mal, dass ihr es mal seht, dann springt er hinten raus und dann könnt ihr den dann auch entsprechend wechseln. So, ihr habt das Gerät jetzt das erste Mal in der Hand, habt die Batterie eingesetzt. Was müssen wir als erstes machen? Natürlich das Okular auf eure Dioptrien einstellen. Das könnt ihr machen in plus minus 5 Dioptrien. Also das heißt, da ist wirklich alles abgedeckt. Normale Zielfernrohre haben so ungefähr 3 Dioptrien plus minus. Also da ist wirklich nochmal ein bisschen mehr Spiel nach oben, nach unten. Das heißt, ich setze es an, schaue, dass das Menü unten, also ihr habt unten eine Einblendung mit dem Menü, dass das scharf ist. Und dann habt ihr quasi die Okulareinstellung vorgenommen. Das nächste, ihr seht, Deckel ist noch drauf. Der muss natürlich runter. Vorne scharf stellen, den Fokus. Fokus fängt an, oder beziehungsweise der Bereich, wo man das Gerät einsetzen kann, ist eine Entfernung von 3 Metern. Ja, also was drunter ist, ist wirklich schwierig einzufangen, da wir schon von der minimalen, also die Grundvergrößerung ist schon 4-fach. Das heißt, ihr braucht 3 Meter Abstand. Dann stellt ihr hier vorne das Objektiv scharf und dann habt ihr hier vorne den blauen Power-Knopf, mit dem das Gerät auch eingeschaltet wird. Den drückt ihr einmal kurz an und damit werden dann die Streifen aus dem Bild entfernt und das Bild nochmal zentriert bzw. kalibriert. Nachdem ihr die Einstellung für die Schärfe vorgenommen habt am Okular und am Objektiv, müsst ihr natürlich auch gucken, dass ihr versteht, was da im Display angezeigt wird. Das heißt, ihr stellt die Displaysprache ein. Ihr habt hier oben 4 Knöpfe, einen mit einem Pfeil nach vorne, einen mit einem Pfeil nach hinten, da in der Mitte mit so einer Riffelung oben drauf und ganz vorne den Power-Knopf, der auch für die Kalibrierung ist. Der Knopf mit der Riffelung in der Mitte ist der Menüknopf, den drückt ihr und dann könnt ihr euch da durchhangeln und dann entsprechend eure Sprache einstellen. Wir haben natürlich Deutsch gewählt, damit wir auch verstehen, was da steht. Wenn ihr die Spracheinstellung vorgenommen habt, könnt ihr dann über den Menüknopf auch die Kalibrierung einstellen. Die ist standardmäßig auf automatische Kalibrierung gesetzt. Dazu solltet ihr wissen, wenn ihr kalibriert, drückt ihr quasi auf den Knopf oder die Vollautomatik macht das entsprechend, da bleibt das Bild stehen. Kann bei der Jagd sehr ungemütlich sein, wenn ihr gerade irgendein schönes Wild in der Nahaufnahme habt oder im Fokus habt und dann macht es plötzlich
Standbild, Wild ist weg und vor allem das Ding gibt noch ein klitzekleines Geräusch von sich. Also man hört wirklich ein ganz kleines Klack. Wenn ihr nah dran seid, vielleicht hat das Ding auch scharfe Ohren und dann ist es alles vorbei. Deswegen stellt ihr von der Vollautomatik auf die Halbautomatik. Es gäbe auch noch den komplett manuellen Modus, aber Halbautomatik ist im Prinzip kurz auf das Knöpfchen drücken vorne und damit wird dann kalibriert. Außerdem gefällt uns Halbautomatik gut, weil wir bei der Epic Group alle Halbautomaten schießen. Der blaue Knopf ganz vorne ist für die Power. Das heißt, ihr habt einmal Ein- und Ausschalten natürlich darüber, aber auch für die Kalibrierung, wie ich eben schon gesagt habe. Und zusätzlich habt ihr hier noch die Funktion für einen Standby-Modus. Das heißt, ihr kennt es von euren Handys, was frisst den meisten Strom? Der Bildschirm. Ja, das ist natürlich hier bei dem Thermalsichtgerät auch so. Das heißt, ihr drückt den blauen Knopf 2 Sekunden lang, dann habt ihr auch so einen Countdown im Display, wo drin steht, ich mache jetzt Standby. Und dann ist der Bildschirm aus, das Gerät ist aber an, das heißt, es braucht nicht lange Zeit zum Booten, sondern ihr könnt wirklich direkt dann, wenn ihr es braucht, einmal kurz Powerknopf drücken, dann ist es wieder sofort da. Zum Thema Power haben wir ja schon gesagt, Akku ist mit drin. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt den Akku laden, haben wir das Akkuladegerät, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ich will jetzt nicht mit dem Ladegerät arbeiten oder ich habe jetzt gerade keine Steckdose zur Hand, dann habt ihr hier nochmal an der Seite, ich mache das mal gerade auf, habt ihr hier natürlich nochmal einen gut verschlossenen USB-Anschluss. Hier ist er. Da könnt ihr dann das Kabel entsprechend anschließen, wo ihr dann entweder, wie gesagt, hier so eine Powerbank, ich habe hier auch mal eine da gerade, sowas hier, könnt ihr da ohne Probleme mit reinpacken. Dann habt ihr eine unabhängige Stromquelle direkt angeschlossen oder aber natürlich halt dann jede x-beliebige andere Stromquelle. Darüber könnt ihr auch dann die Videos und die Bilder an den PC übertragen. Anschließend USB an den Computer und schon habt ihr direkt die Daten drüben. Ihr müsst natürlich nicht warten, bis ihr zu Hause seid, um eure Bilder und Videos anzuschauen. Ihr könnt das natürlich auch mit eurem Handy koppeln. Das heißt, egal ob Android oder iOS, es gibt hier die App StreamVision. Da koppelt ihr euer Gerät damit über WLAN und dann könnt ihr hier entsprechend, ich mache das mal gerade für euch, den Bildsucher aktivieren. Und dann seht ihr, was ich jetzt gerade sehe. Ich habe jetzt das Gerät mal hinter die Kamera gestellt. Das heißt, ihr seht jetzt gerade mich hier live und in Farbe nicht, sondern in Monochrom natürlich. Das ist übrigens White Hot, was wir da gerade sehen. Ich schwöre feierlich, ich schwöre nicht, ich teste gerade mal, wie das aussieht, wenn man die Hand hier wegnimmt. Dann solltet ihr nämlich eigentlich sehen, dass wir hier noch einen Handabdruck auf der Brust haben, obwohl die Hand weg ist. Finde ich unheimlich spannend, das Thema, gerade jetzt hier für Law Enforcement, wenn ihr in der Beobachtung seid und ein Fahrzeug vor kurzem bewegt wurde. Da seht ihr das vor allem an den Bremsbelägen oder ob der Motor noch heiß ist. Die Reifen haben eine unterschiedliche Temperatur. Das sind alles Indikatoren, um zu sehen, das Fahrzeug steht nicht über Nacht da, sondern das wurde erst vor kurzem bewegt. Natürlich habt ihr nicht nur die typische Einstellung, die wir jetzt gerade eben hier gesehen haben, White Hot, sondern ihr könnt durch unterschiedlichste Farbmodi fahren. Das wollen wir jetzt gerade einmal machen. Standardmäßig ist das Gerät auf Hot White eingestellt, das heißt alle hellen Stellen, also beziehungsweise alles was hell ist heiß und alles was kalt ist schwarz. Könnt ihr dann für einen besseren Kontrast einmal umstellen. Gehen wir auf Hot Black, ist quasi genau das Gegenteil, also jetzt ist alles was schwarz ist heiß und alles was weiß ist kalt. Dann haben wir nochmal hier Hot Red. Da würden nochmal zusätzlich besonders heiße Stellen angezeigt werden. Also hier seht ihr bei mir, hier zwischen den Augen und hier an der Nasenwurzel, da ist es ein bisschen wärmer, ein bisschen rot. Das wäre dann quasi damit gut darzustellen. Und dann habt ihr Red Monochrom. Ist meines Erachtens mit die interessanteste Einstellung, auch wenn sie jetzt optisch nicht so schön aussieht oder wenn man das auch nicht aus dem Film kennt mit White Hot, Black Hot. Das ist wirklich die Sache, wo ich sage, um die Nachtsichtfähigkeit zu erhalten, ist das Beste, wenn ihr nachts mit dem Gerät unterwegs seid. Das Rot, da gewöhnen sich die Augen gut dran. Ihr könnt, wenn ihr das Gerät runternehmt, seht ihr auch sofort wieder, was in der Umgebung passiert. Rot ist einfach die ideale Farbe, wenn ihr nachts unterwegs seid. Dann haben wir hier noch Rainbow. Das ist natürlich hier schön bunt alles, ja. Gibt auch nochmal nette Spielereien, fällt mir jetzt aber kein wirklicher Anwendungsgrund ein, wo ich sage, braucht man unbedingt. Genauso hier Ultramarine, das ist Violett. Und dann habt ihr nochmal Sepia. Sepia ist, denke ich, auch nochmal vergleichbar mit dem Rot Monochrom, also auch für die Nachtjagd gut geeignet. Wenn ihr wollt, könnt ihr alles, was ihr gerade erlebt mit diesem Gerät, direkt ins Internet streamen. Das wäre auch möglich.
Ihr könnt in dem Gerät selbst, also das ist jetzt ja gestreamt, das heißt, es landet direkt auf dem Handy, aber ihr könnt auch ohne Handyverbindung die Daten im Gerät ablegen. Also sowohl bei dem XM30 als auch bei dem XM38 habt ihr 16 GB internen Speicher, wo ihr Bilder oder Videos ablegen könnt. Für statische Beobachtung habt ihr auf der Unterseite noch einen Anschluss für ein Stativ. Das heißt, ihr könnt das Ding irgendwo draufpacken, da stehen lassen und dann auch immer wie mit dem Standby-Modus, wie ich es schon erklärt habe, den Standby-Modus anfahren und dann habt ihr da entsprechend eine statische Beobachtung. Was ich noch persönlich sehr, sehr geil finde an dem Gerät, das ist ein passives Gerät. Also da gibt es keine aktive Kühlung. Aufgrund der Größe und der Sensoren, die da verwendet werden, ist das nicht notwendig. Es wird zwar warm, man merkt es hier in der Hand, wenn ich es jetzt halte, ist es schon wärmer als normal, als jetzt ein aktiv gekühltes Gerät, sage ich mal. Am besten zu vergleichen, finde ich, mit Taschenlampen. Ja, die werden auch warm, aber sind auf jeden Fall noch gut haltbar. Es ist nicht so, dass ich sage, heiß, 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 sondern das funktioniert auf jeden Fall prima. Ja, ihr benutzt das Gerät ja vorwiegend draußen, außer ihr macht da irgendwelchen anderen Kram mit, wo ich jetzt nicht weiter drauf eingehen will. Habt ihr natürlich auch den entsprechenden Wetterschutz, das heißt IPX7 Spritzwasser ist auf jeden Fall drin. Damit haben wir eigentlich so ziemlich alles gesagt, was es zum XM30 zu sagen gibt. Aber ihr habt ja gesehen, wir haben da noch eine zweite Kiste. Und die packen wir jetzt natürlich nicht aus, aber da drin war das XM38. Und das zeige ich euch im zweiten Teil. Das XM38, wie der Name schon sagt, ist größer. Ja, das liegt daran, dass ihr mit dem Thermalsichtgerät nicht durch Scheiben schauen könnt. Das XM30 und das XM38 sind mit die ersten Geräte, die im zivilen Markt mit 12 Mikrometern arbeiten. In der Mitte sind 2 rote Striche. Und wenn dann das Tier an der Seite von der Größe her da reinpasst, habt ihr da neben dem Tier auch nochmal die Meterzahl, also die Entfernung angedeutet. Große Linse, kleine Linse, was ist für mich das geeignete Modell? Stellt sich natürlich die Frage, haben denn dann noch solche teuren oder hochpreisigen Geräte hier von Pulsar dann noch eine Zukunft, wenn es hier sowas Kleines, Kompaktes gibt? Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.